Hallo zusammen und willkommen zu meiner heutigen Produktvorstellung. Heute geht es um die Dometic CFX50. CFX ist die Serie von Dometic, die mit einem Kompressor arbeitet und die auch ein Gefrieren bis minus im Normalfall 22 Grad erlaubt. Das 50 steht für das Volumen, wie ihr euch denken könnt. Jedoch ist es so, dass Dometic selbst das Volumen mit 46 Liter angibt. Bis jetzt nutzten wir so eine thermoelektrische Box wie diese hier. Wahrscheinlich kennt so jeder von euch diese Boxen. Die haben hier jeweils so ein thermoelektrisches Element, einen Ventilator, wenn es gut geht, um die Luft zirkulieren zu lassen. Und oben entsprechend das gleiche, versteckt in dem Fall, so dass die Abwärme dann entweichen kann. Nun, sie ist ja gut und schön und auch recht praktisch, da man sie an 12 und 220 Volt anschließen kann. Jedoch hat sie einen großen Nachteil, und zwar fürs Campen kann man es fast vergessen. Sie saugt nämlich, weil sie nonstop läuft, zumindest die wir hier haben, nonstop zwischen 40 und 50 Watt und ja, nur schon eine Nacht hindurch ist das eine Menge Strom, die dann von einem Akku gesaugt wird. Deswegen haben wir nach einer neuen Lösung gesucht und wir kamen auf die Dometic CFX eben 50. Zuerst hatten wir uns die 65er Variante angeschaut, jedoch wäre die doch 10 cm höher und wie ihr seht, ist auch diese schon nicht wirklich klein und wir sind sehr froh, haben wir uns für diese hier entschieden. Doch was macht diese CFX50 hier so besonders? Nun, das eine ist, dass sie trotz ihres Volumens immer noch recht mobil ist. Doch schon leer wiegt sie um die 20 Kilogramm. Aber es geht gut, denn die Griffe sind stabil gebaut. Und vor allem zu zweit ist es sehr angenehm, diese zu tragen. Ist überhaupt kein Problem. Dann weiter kann man diese auch an einen 12 bzw. 24 Volt Anschluss anschließen und was Wechselstrom angeht zwischen 110 und 220 Volt. Das heißt, überall auf der Welt ist man gut versorgt mit Strom, muss sich da keine Gedanken machen und das Besondere ist, dass wenn ein 12 Volt Anschluss verwendet wird, die Kühlbox läuft, man den Stecker zieht. Normalerweise ist es bei den Autos ja so, dass dann die Zündung ausgeht und die Box würde stillstehen. Dann schaltet man die Zündung wieder an. Was passiert? Die Kühlbox läuft nicht. Doch diese schon. Das heißt, wenn sie läuft, man zieht den Stecker, steckt ihn wieder ein, fängt sie wieder an zu laufen. Doch genug geredet, schauen wir sie uns mal von innen an. Wie ihr seht, öffnet die Klappe nach oben, was sehr praktisch ist, da dadurch sehr wenig kalte Luft entweicht, der kalte Luft ja bekanntlich schwerer ist als warme. Und hier drinnen haben wir zum einen dieses Trenngitter hier, das wir einfach entnehmen können, und auch dieses Gestell hier, das durchaus praktisch sein kann, um Gegenstände zuerst hier rein zu tun, um dann alle auf einmal in den Kühlschrank reinzustellen. Denn eine Kühlbox würde ich das Ganze hier nicht mehr nennen, da, ja, dank des Kompressors haben wir wirklich hier eine sehr effiziente und gute Kühlleistung, bis eben in diesem Fall bis minus 22 Grad. Wir haben hier ein Fach, das über dem Kompressor liegt. Dieses Fach ist im Normalfall um die 7 Grad wärmer als hier dieser vollgekühlte Bereich. Wir haben hier eine LED-Beleuchtung, die nach etwa 3 Minuten anfängt zu blinken. Das werden wir jetzt vielleicht noch sehen. Hier ist die Abfuhr der Warmluft, hier kommt die Kühlluft rein. Wir haben auch einen Emergency Schalter, sprich wenn die Elektronik mal herumspinnt, diesen umlegen und die Kühlbox läuft nonstop wie ein ungeregelter Gefrierschrank. Wie ihr seht, ist nun das Blinklicht angegangen.
welches uns warnt vor zu lang geöffneter Türe. Um dieses auszuschalten, weil man die Türe doch länger aufhalten möchte, einfach zuklappen, aufmachen und das Blinklicht ist wieder aus. Doch nun gehen wir mal zu den Anschlüssen. Denn wie erwähnt haben wir hier einmal den Emergency, das ist ein Notfallschalter, falls die Elektronik mal herumspinnt. Dann haben wir hier einen USB-Anschluss, Sie schreiben kleinere Geräte. Soviel ich weiß, gibt dieser bei 5 Volt 1 Ampere aus maximal. Dann wenn wir nach hinten rüber gehen, so haben wir den Wechselstromanschluss sowie den 12 und 24 Volt Anschluss. Was in so einen mobilen Kühlschrank reingeht, ich habe mal in einer Nacht- und Nebelaktion so ziemlich alles aus unserem Kühlschrank ausgeräumt, um euch zu zeigen, was alles hier reingeht. Nun, ihr seht, sind doch einige größere Sachen mit dabei, wie eine 1,5 Liter Flasche, 2 1 Liter Flaschen, etwas Fleisch und so weiter. Jedoch behaupte ich mal, dass der Kühlschrank höchstens zu 2/3 voll war, eher zur Hälfte. Und ja, es bietet viel Stauraum, so ein Kühlschrank, aber was man jedoch bedenken sollte ist, der Kühlschrank alleine wiegt ja schon knapp 20 Kilogramm. Wenn man nun diesen belädt, sollte man ihn auf jeden Fall zu zweit tragen, denn dann sind wir schnell mal bei 30, 40 Kilogramm. Ich möchte euch noch etwas zur Bedienung zeigen. Und zwar zum einen haben wir einen Ein- und Ausschalter. Hier eine Status-LED, bei der wir sehen, wenn es orange leuchtet, ist die Kühlbox oder der Kühlschrank bereit. Wenn es dann grün werden würde, würde der Kompressor laufen und rot würde es entweder eine Störung geben oder die Batteriespannung wäre zu tief, denn es gibt 3 Einstellungsmöglichkeiten, um die Batterie zu schützen, von hoch, mittel bis zu niedrig, und da kann man selbst bestimmen, wie tief die entsprechende Batterie entladen werden soll. Dann haben wir hier den Set-Knopf, mit dem setzen wir die einzelnen Werte. Und das machen wir doch gleich. Und zwar sehen wir, aktuell hat der Kühlschrank 1 Grad drinnen. Wenn wir einmal drücken, sehen wir die eingestellte Temperatur, die wir hier verstellen können. 10 Grad ist die wärmste Temperatur. Und runter geht es entsprechend, wenn ich drauf bleibe, geht es ein bisschen schneller, auf minus 22 Grad. Doch dies machen wir jetzt nicht, da sonst der Kompressor anspringen würde. Und das wäre ja nicht ganz ideal während der Videoaufnahme. Wenn man es einfach so stehen lässt, wird die Temperatur übernommen, das Blinken bestätigt ist. Dann gehen wir nochmal rein, 5 Grad eingestellt. Da können wir hier die Temperaturanzeige auswählen. Als nächstes können wir eben den Batterieschutz einstellen von Low, Mittel bis auf High. Die entsprechenden Werte seht ihr hier. Und wenn wir weiterschauen, dann haben wir noch hier ein D0, das ist für das Display, das wir entsprechend um 2 Stufen dunkler stellen können. Des Weiteren haben wir hier noch das Off. Wenn wir es auf On stellen, wird das Wi-Fi-Modul eingeschaltet. Das Passwort steht hier auf der Box, auch wie die Wi-Fi-ID lautet, denn man muss sich mit dem Handy direkt an das Wi-Fi dieses Kühlschranks anschließen, sprich wie eine Art Access Point, jedoch ins Internet kommt man damit natürlich nicht. Aber dort kann man zum Beispiel die Temperatur einstellen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns den Daumen hoch und abonniert auch unseren Kanal, damit ihr keines unserer kommenden Videos verpasst, in denen es um Campingausrüstung, vor allem technische, aber auch vielleicht hin und wieder um ein Auto oder ein Motorrad gehen wird. Und ja, wir sehen uns bald.